Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei der Firma 9FF. Heute geht es mal wieder um den 992 Turbo S. Wir haben ja das letzte Mal schon angefangen, ein bisschen den Motor zusammenzubauen, haben ein bisschen was zu der Technik erzählt. Wieso, weshalb, warum der Kunde so einen Umbau macht. Jetzt dachte ich mir, jetzt wo der Motor jetzt drin hängt, zeigen wir noch ein paar interessante Sachen, die wir jetzt umgebaut haben. Sachen, die man vorher halt noch nicht sehen konnte. Fangen wir einfach mal an direkt hier vorne mit unserem Klappenauspuff. Wir haben für die Autos einen 89 mm Auspuff im Programm in zwei verschiedenen Varianten. Einmal für Garrett, einmal für VTG. In dem Fall ist es jetzt ein Garrett-Auspuff. 89 mm mit Klappe. Wenn Klappe zu, geht die Luft wieder zurück, geht durch den Schalldämpfer durch. Im Schalldämpfer sitzt noch ein Cut drin und dann geht's wieder raus. Das heißt, bei Klappe auf hat man wirklich straight, gerade raus, ohne Cut. Glücklicherweise funktioniert das mit dem Cut im Schalldämpfer sehr gut. Die Temperatur staut sich im Schalldämpfer, deswegen wird der Cut auch sehr schnell warm. Man schafft damit trotzdem seine Abgasmessung. Also man hat trotzdem weiterhin keinen Stress. Wenn man ein TÜV-fähiges Fahrzeug haben möchte, kann man das weiterhin so bauen, trotz Straight Pipe. Wir fahren bei dem Auto elektronische Wastegates. Hier sieht man von hier unten ein bisschen besser. Die Autos fahren ja original mit VTG-Regelung und mit einem elektronischen Wastegate. So, da wir jetzt mit den Garrett-Ladern fahren, ist natürlich jetzt VTG-Regelung dahin. Wir wollen aber trotzdem weiterhin die elektronische Wastegate-Regelung benutzen. Deswegen haben wir uns dementsprechend ein Wastegate ausgesucht, was das hinbekommt. Und sind jetzt mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Haben unsere Krümmer auch noch mal ein bisschen abgeändert. Wir haben für die Autos Krümmer im Programm halt für VTG-Version bis 1000 PS, genauso wie für diese Garrett-Version. Die machen wir alle in 45 mm, 1,45 VA Edelstahl. Und ja, also toi toi toi, bisher funktioniert das alles sehr gut. Krümmer sind strömungsoptimiert, also wenn man sich das mal genau anguckt, sie sind fast alle gleich lang vom Weg her, so gut wie man das machen kann. Man ist beim 992 leider sehr begrenzt platztechnisch. Das Problem ist halt, der ganze Motor hängt ein bisschen tiefer als bei den anderen Autos, zumindest die Köpfe. Deswegen sind die Krümmer sehr doll gestaucht nach oben und man hat sehr dolle Bögen. Deswegen ist das sehr schwierig, dann einen schönen Krümmer zu bauen und vor allem auch noch so zu bauen, dass man ihn auch noch montieren kann. Ne? Einen schönen Krümmer bauen und am Schluss ihn auch noch anbauen können, sind ja immer noch zwei Sachen. Was ist sonst interessant? Also wir haben zum Beispiel jetzt auch, dadurch, dass wir jetzt ja die Garrett Turbolader fahren, passt natürlich keine Wasser-Hinlauf-Rücklaufleitung mehr, genauso wenig wie die Öldruck oder die Ölableitung. Wir haben uns hier ein paar schöne Adapter gefräst. Wir können weiterhin die originalen Leitungen benutzen. Wir haben uns extra gedacht, dass wir ein Plug-and-Play-Kit machen, was sich jeder selber dran schrauben kann, dass es nicht unbedingt immer zwingend notwendig ist, ein Auto zu uns zu bringen. Weil jetzt gerade auch für so einen Kunden jetzt hier aus der Ukraine ist das natürlich schon immer aufwendig, ne? Das Auto auf den Anhänger, das Organisieren, das sie hinbringen, das Auto wird angenommen. Deswegen hoffe ich mal, dass das so funktioniert, dass wir das demnächst auch einfach in Karton packen können und verschicken können. Da kann sich nämlich jeder selber einen schönen Garrett-Umbau bauen bei einem 992 Turbo S oder Turbo. Ich habe mir jetzt mit Schneidringverschlüssen Überwürfe gebaut. Dann kann man jetzt im Prinzip direkt auf die Teflonleitung drauf, von der Teflonleitung auf den Turbolader und fertig. Also ist eigentlich relativ simpel gebaut, das System. Funktioniert aber sehr gut. Wir fahren sowas Ähnliches schon im 991, so wie da vorne einer steht. Der fährt ja im Prinzip fast die gleiche Leistungsstufe. Ähnlicher Umbau, gleiche Lader. Lader sind übrigens G30 770, 2 Stück, klar, ist ein Biturbo. Das gleiche hier drüben auf der anderen Seite, da sieht man es auch noch mal schön, hier vorne mit dem Übergang von den Wasserschläuchen auf unsere neuen Teflonleitung, die halt für die Wasserversorgung des Turboladers sind, genauso wie mit dem Ölrücklauf. Der wird leicht verändert, dass er halt da drin passt, weil jetzt die Laderposition ist halt ein bisschen anders. Ja, normalerweise der VTG-Lader baut erstmal nicht so groß auf, zweitens sitzt er ein bisschen höher. Das ist jetzt so das Thema, was wir uns jetzt ausgedacht haben. Ja, was leider noch fehlt, wo wir gerade dran sind, wir machen eine Billet-Ölwanne für die Fahrzeuge. Dadurch, dass die jetzt ja nur leider eine Plastikölwanne haben, kann die Temperatur nicht besonders gut abgeleitet werden. Normalerweise benutzt man ja eine Aluminiumwanne, damit sie Wärme aufnehmen und abgeben kann. So, das kann die Plastikwanne natürlich nicht. So, der nächste Vorteil, den wir haben, wenn wir unsere Billet-Wanne jetzt endlich im Programm haben, wir können mehr Öl einfüllen. Mehr Öl ist besser für den ganzen Motor, weil der Verschleiß sich viel besser verteilen kann. Man hat ja Abrieb im Motor, ist ja ganz normal. Ja, und deswegen die größere Ölwanne, Punkt 1, aus Alu, damit besser Wärme aufnehmen und abgeben kann. Ich bin mal sehr gespannt, wie das hier alles funktioniert. Wir schmeißen das jetzt hier gleich mal an, bauen jetzt hier noch ein bisschen weiter zusammen und dann sage ich jetzt mal bis gleich. Um das Paket zu vollenden, gibt es natürlich noch einen 9FF Ladeluftkühler.
da der Originale an seine Grenzen kommt. Und wir haben die unserer Mitbewerber oder Ladeluftkühlerhersteller soweit schon alle durchgetestet. Und da die alle deutlich schlechter waren als der Originale, haben wir uns dann letztendlich dazu entschieden, einen selber zu machen. Ne? Wenn man sowieso alles andere selber baut, warum dann nicht auch einen Ladeluftkühler? Haben wir die letzten Jahre beim 997 oder 991 ja auch schon gemacht. Das hier ist einmal das Schmuckstück. Der besteht hauptsächlich aus dem vollen gefräste Teile. Ja, wir haben überall im Ladeluftkühler Luftleitbleche, die Luft natürlich auch noch dahin führen, wo sie dann am Schluss auch wirklich hin soll. Ja, sonst der Ladeluftkühler hat ein Fassungsvolumen von 17,5 Liter gegenüber dem serienmäßigen 40% mehr Volumen, was finde ich schon sehr beeindruckend ist, weil der Bauraum ist ja sehr begrenzt. Dadurch, dass der Ladeluftkühler jetzt quasi hier oben im Auto sitzt und nicht mehr rechts und links, wie er sonst, wie man es vom 991 oder vom 997 halt kennt, kann man natürlich nicht sehr viel in der Höhe variieren. So, er ist nicht breiter geworden, sondern er ist so höher geworden. Der Vorteil dadurch ist, man muss nur die oberen Luftführung leicht kürzen. Die Ladeluftkühler bauen wir ein bei den Paketen ab 1000 PS. Bis 950, 900 PS reicht definitiv der Serien-Ladeluftkühler, außer man sagt, man ist jemand, der will unbedingt 350 Dauervollgas auf der Autobahn fahren, dann wird man von Anfang an schon so einen Ladeluftkühler benutzen, weil sich halt einfach die Luft bei so langer Dauervollgasfahrt so doll erwärmt, dass man sie sonst einfach nicht mehr anders kühlen kann. Außer man fängt dann an wieder mit Wasseraufspritzung oder Einspritzung oder Methanol. Gibt es ja die wildesten und verrücktesten Sachen, die man machen kann. Ja, bei dem Auto haben wir auch noch Wassermethanol. Haben wir jetzt auch noch eine Einspritzung, um die Luft noch mal ein bisschen mitzukühlen. Der Kunde fährt halt ausschließlich mit dem Auto Viertelmeile Rennen und wird mit dem Auto nicht großartig viel im Straßenverkehr fahren. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es einfach noch mit rein, das Methanol. Bisschen zum Spritersatz und halt noch mal, um das ganze Luftgemisch noch mal ein bisschen runterzukühlen. Ja, also in Deutschland, in einem normalen Straßenauto, würde ich das jetzt nicht verbauen. In dem Fall würde ich sagen, ist das in Ordnung. Ja, das Problem ist, der normale Fahrer eines 992 Turbos, würde ich jetzt mal behaupten, der tankt seinen Sprit da rein. Und dann muss auch gut sein, wenn du dem noch erklärst, du hast vorne noch einen Tank im Kofferraum, wo du dir noch Methanol kaufen musst und destilliertes Wasser, was du auch noch mischen musst, und immer gucken musst, ob der Tank voll ist. Oder musst irgendwo ein Loch irgendwo in einen der Ambiente-Teile im Innenraum bohren und dann eine Lampe einzusetzen, damit du siehst, dass der Tank leer ist. Das ist ja alles nicht im Sinne des Erfinders. Man möchte sich ja schließlich reinsetzen, am Schlüssel drehen, maximal zur Tankstelle fahren, wenn der Tank leer ist, 102 Oktan von Aral rein und einfach Vollgas. Der ist auf jeden Fall ein absoluter Muss. Bei jedem ab 1000 PS braucht man so ein Ding definitiv. Ich finde, Preis-Leistung ist auch noch völlig in Ordnung. Das Teil wird komplett hier in Deutschland gefertigt. Wir lassen alle Sachen in Deutschland fräsen. Genauso, er wird geschweißt auch hier in Deutschland. Die Kühler kommen von einem Hersteller hier aus Deutschland. Wenn wir alle in Deutschland wohnen, finde ich, sollte man sich auch alle immer irgendwie so ein bisschen gegenseitig unterstützen und finde das doof, wenn dann sowas im Ausland produziert wird. Wir sind schließlich German Engineering und ich finde, dann gehört das auch dazu, dass man sowas auch so baut. Ja, dann hoffe ich mal, das Thema zum Ladeluftkühler hat euch auch gefallen und dann sehen wir uns gleich, wenn das Auto mal angeht. So, da sind wir wieder. Nachdem wir jetzt das Auto zusammengebaut haben, jetzt ist er ganz zusammen, ist jetzt soweit, dass wir ihn einfahren können. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich sage mal bis zum nächsten Mal.